Vor 25 Jahren hatte ich die verrückte Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und daraus ist dann im Jahr 2000 die Invatec entstanden. Der 100. Mitarbeiter ist der größte Meilenstein gewesen. Da fühle ich mich richtig. Michael, mit wem redest du? Jan, das weißt du doch. Ich bin in einem Interview für unseren Jubiläumsfilm. Michael, lass das doch lieber unsere Mitarbeiter erzählen. Da hast du recht. In einer Welt voller Wasser und Bakterien gibt es ein Team, das bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen. Meine Damen und Herren, jetzt ist es Zeit für echte Menschen, die Gesichter hinter Invatec. Morgen zusammen. Guten Morgen. Hi, moin. Moin. Ich habe was mitgebracht. Das ist unsere Filmklappe. Und was ist das für ein Film? Jubiläumsvideo. 25 Jahre Invatec. 25 Jahre Invatec. Das ist nicht Silberhochzeit quasi? Quasi von einem Start-up zu einem Unternehmen, was so in der Top 3 von Deutschland ist. Das ist einfach die Entwicklung gewesen. Damals hat Invatec mit 2, 3 Mitarbeitern angefangen, jetzt sind wir fast 100. Wir sind sehr dynamisch unterwegs, auch noch nach 25 Jahren, vielleicht teilweise sogar dynamischer als jemals zuvor. Der Knaller, 25 Jahre, 100 Mitarbeitende. Ich finde das eine runde Sache. 25 hört sich erstmal nicht so viel an, aber wie gesagt, wenn man sieht, wo es herkommt und wo es vielleicht auch noch hingeht, ist natürlich ein super Erfolg. Ja. Die meiste Zeit davon habe ich bei der Invatec verbracht. Wahnsinn. Teamgeist bei Invatec beschreiben. Ja, wir arbeiten zusammen, füreinander, miteinander. Man steht morgens früh auf und hat keine Bauchschmerzen. Man geht hin, weil man gerne hinkommt. Als ich mich damals entscheiden musste, also ich hatte mehrere Angebote, wo ich hätte hingehen können, habe ich auf Geld verzichtet, um hier hinzugehen. Weil ich gemerkt habe, dass die beiden, die da vorne an der Spitze sitzen, ein Ziel haben und darauf brennen, dieses Ziel durchzusetzen. Und ich wollte mal dabei sein, so ein Ding mit aufzubauen. Es wird extrem respektvoll miteinander umgegangen. Das schätzen wir extrem. Die Wellenlänge passt. Ich finde das total wichtig, dass eine Gruppe auch sich als Team versteht. Dass wir, sagen wir mal, die sind, die das Unternehmen voranbringen. Invatec steht für durchdachte Lösungen und Produkte für vielfältige Bereiche. Jeder Tag ist eigentlich momentan wie so eine neue Wundertüte. Ich habe das Gefühl, ich kann vom Techniker bis zum Geschäftsführer mit allen irgendwie auf Augenhöhe sprechen und mir wird auch von allen zugehört. Und das ergänzt sich wahrscheinlich auch sehr gut und von daher glaube ich, dass das auch ein Grund ist, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Das Thema Motivation ist halt hier so, wenn man auch wenn man manchmal, sag ich mal, ein bisschen im Loch hängt, hat man trotzdem Lust weiterzuarbeiten. Man wird immer wieder angetrieben, ohne dass jemand steht und sagt, du musst, du musst, du musst. Nein, man hat eigenen Antrieb. Ja, die Freizügigkeit, die flexible Arbeit, einfach den Tag selber gestalten zu können mit den Kunden. Obwohl wir eine Vertriebsgesellschaft sind und natürlich auch Umsatz machen wollen, sind wir, würde ich behaupten, eine sehr menschlich gebliebene Firma. Eigentlich sind alle schon fast auf einem familiären Niveau, was mich ein bisschen erstaunt. Ich habe gedacht, das nimmt mit den Jahren ab, weil wir halt so stark wachsen über die Zeit. Das Soziale. Also hier ist jeder füreinander da. Die geballte Kraft hier, also das ist das, was das hier ausmacht. Nur derjenige, der nicht arbeitet, macht keinen Fehler. Die Gemeinschaft hier, die wird immer besser eigentlich. Wir müssen aufpassen, dass es auch so bleibt. Selbst die Geschäftsführung. Der Herr Mümken machen sich keinen Kopf, kriegen wir hin, schaffen wir, kein Thema. Das war etwas, was einem als berufstätige Mutter als unheimlich den Rücken gestärkt hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zum einen jetzt bei der Jubiläumsausflug, bei der großen Party und natürlich auch in den Jahren danach mit der Weiterentwicklung. Das Vorhaben, sage ich mal, mit der gesamten Firma in Urlaub zu fahren und sich selbst zu feiern, entspricht da dann auch schon einer gewissen Wertschätzung auch wieder den Mitarbeitern gegenüber. Man fühlt sich gesehen im Unternehmen
Und man hat das Gefühl, man ist ein wichtiger Teil von all dem. Und genau das ist das, was uns ausmacht, würde ich sagen. Und ich bin dankbar für die Umsetzung vor Ort mit den Chefs, dass man so miteinander umgehen kann. Ich habe bestimmt einige Happy Moments gehabt, jetzt nix. Also ich bin jetzt nicht gerade der Emotionalste, der dann so rumhüpft. Ein besonderer Lachmoment sind immer natürlich die Weihnachtsfeiern. Also dass da einfach Menschen zusammensitzen und halt auch mal feiern. Ja, da ging es im Bewerbungsgespräch natürlich um meine fachliche Qualifikation, aber auch darum, wie ich so meine Freizeit gestalte. Und da ich Bierbrauer bin als Hobby, das fanden sie ganz interessant und da haben wir auch relativ lange drüber geredet. Da ist dann der Michael Mümken die Idee gekommen, ist dann zu mir gekommen, hat dann gesagt, was hältst du davon, wir machen Kundenbier. Ja, Inverbräu ist natürlich unser eigenes Bier, was ich glaube mittlerweile auch in der Branche ganz gut bekannt und gemocht ist, aber natürlich hier auch intern. Ja, Geschmackssache, ne? Ja. Wenn das Team so bleibt, bleibe ich hier bis zur Rente. Es sei denn, ich gewinne im Lotto, aber dann kann man immer noch was anderes überlegen. Also wenn Michael einverstanden ist, würde ich gerne hier bleiben bis zur Rente. Ja, ich hoffe, dass wir natürlich so weiter wachsen, wie es bisher ist. Noch ein paar neue Länder erschließen, ein paar coole neue Leute mit dazukommen. Dass das hier möglich ist, ist ein besonderer Spirit der Firma und der auch motiviert. Losgelöst dessen, was man als Motivation hat, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, warum ich bei der Invertech bin und wo ich auch denke, dass viele aufgrund des Spirits zusammen Spaß haben und auch befreundet sind, ja. Invertech heißt machen. Punkt. Cut.